Hallo, ich bin Michael. Heute geht es um ein Thema, das mich schon lange umtreibt, nämlich Milch und die Alternativen dazu im Kaffee. Selbstverständlich starten wir mit dem Klassiker, also die gute, alte, vertraute Kuhmilch. Hier in der Form auch als Haarmilch, und ihr könnt die selbstverständlich, würde ich sensorisch übrigens auch meistens bevorzugen, als Vollmilch nehmen. Aber hier, damit wir den richtigen Vergleich mit allen anderen Tetrapacks haben, eben die Haarmilch. Übrigens ein ganz wichtiger Hinweis: alle Produkte, die ihr hier seht, sind mindestens Bio. Bio, wenn ich Bio, den Begriff benutze, heißt das für mich immer das EU-Bio-Siegel. Und darüber hinaus gibt es verdammt viel mehr, nämlich beispielsweise die Anbauverbände. Bioland, Naturland, Demeter. Das sind Anbauverbände, die nochmal deutlich höhere Maßstäbe ansetzen an die Qualität, an die Verarbeitung, Anbau ihrer Lebensmittel. Also alles hier mindestens in Bio. So, die klassische Kuhmilch ist eindeutig die mit den allerhöchsten Anteil auch an Calcium hat. Calcium ist sehr, sehr wichtig für uns. Das brauchen wir für den Knochenaufbau. Das brauchen wir aber auch fürs Gehirn, damit wir frisch und flott denken können. Also die Kuhmilch ist immer noch ein guter Partner für uns im Kaffee. Sojamilch. Ich sage übrigens immer zu allen Dingern hier immer Milch. Das ist nicht ganz korrekt, also lebensmittelrechtlich nicht korrekt. Es ist eigentlich ein Drink, weil Milch darf immer nur das sein, und da muss auch dazu gesagt werden, von welchem Säugetier das entnommen wurde. Nur bei Milch übrigens nicht, weil da geht man davon aus, dass man weiß, dass es von der Kuh ist. Aber so bei Kamel und Pferd, so gebräuchliche Milch, da macht man das. Also Soja ist ja eigentlich auch schon so in unserer Küche, nicht nur in unserer, sondern auch in Deutschland in der Küche, ein Klassiker. So, Soja ist die wirklich echte Alternative zur Milch, wenn es besonders um Anteile wie Calcium geht. Hat wirklich, und Eiweiß vor allen Dingen. Calcium gar nicht so viel, Eiweiß. Beispielsweise dieses Produkt hier hat tatsächlich einen höheren Eiweiß, einen höheren Proteinanteil als die Kuhmilch, die wir hier mit dabei haben. Soja ist so etwas, da scheiden sich die Geister. Das polarisiert ganz schön. Man mag es oder man verabscheut es. Ich finde es ein ganz cooles Produkt. Es ist eben auch es ist laktosefrei, es ist glutenfrei, es hat 0 Zuckerzusatz und damit eine tolle Alternative auch für eure Kaffeegetränke, eure Milch-Kaffeegetränke, eure Getränke, wenn ihr Milch dazu fügt. Also Soja finde ich wirklich cool. Der Geschmack ist halt ein bisschen speziell. Das ist so, er wird manchmal beschrieben so als bohnenähnlich. Naja, weil Sojabohnen sind ja auch die Basis. Ich finde, er hat sowas leicht Gemüsiges. Wie gesagt, kann man mögen oder auch nicht. Ich finde ihn aber cool, lässt sich super gut auch aufschäumen. Also ein tolles Produkt, Soja. Und alle Produkte übrigens bis auf hier unseren Hafer, alle Produkte sind von Hause aus eigentlich auch für Allergiker super gut geeignet wegen fehlender Gluten und weil so gut wie keine Allergiestoffe drin sind. Beim Hafer kann es eben sein, dass da nochmal ein Anteil eben Gluten drin ist, kommt aus dem Getreide, gibt es aber auch in glutenfreier Verarbeitung. So, Buchweizen. Buchweizen ist so ein bisschen was Exotisches. Übrigens ist Buchweizen, für diejenigen von euch, die es zum ersten Mal auch so hören, Buchweizen ist kein Getreide, Buchweizen ist ein Knöterich. Finde ich ein total schönes Wort, gefällt mir richtig gut. Ist ein Knöterich und ist eine absolut eben auch vegane Alternative. Der ist leicht nussig im Geschmack, aber wirklich ein Hauch. Wenn ihr den in die Milch tut, wenn ihr eben eine Alternative sucht zur Kuhmilch, also das Aroma kommt nur wirklich ganz zart überhaupt durch. Kann ich euch auch nur ans Herz legen. Ist wirklich eine tolle Alternative. Dann kommt, das ist einer meiner Favoriten tatsächlich,
der hat aber einen kleinen Haken. Mandelmilch. Mandelmilch finde ich großartig. Ich mag das Aroma sehr. Das ist so ein bisschen so, als wenn ich Marzipan essen könnte, wollte, würde und es gerne damit den Kaffee aromatisieren würde. Also das passt sehr, sehr gut. Da kommt, obwohl keine Kohlenhydrate und auch kein Zucker drin sind, aber dieses Mandel, eben Marzipan-ähnliche, Mandeln sind ja die Basis für Marzipan, daher kommt das übrigens. Tricky. Hat einen riesengroßen Nachteil. Es flockt ganz leicht im Kaffee aus. Bedeutet, heißer Kaffee, heiß aufgeschäumt, eben die Mandelmilch, geht ganz schnell, verbindet sich recht gut, bleibt aber nicht homogen, sondern flockt dann eben aus. Das ist schade, ist von der Optik her nicht schön, nicht ästhetisch. Ich mag aber eben das Aroma sehr gerne. Aber für euch eben dieser Hinweis. Auch einer meiner absoluten Favoriten kommt zum Schluss meiner kleinen Auswahl. Hafermilch. Also ihr seht es ja, Haferdrink natürlich, wenn wir ganz korrekt sein wollen. Übrigens bei den beiden hier seht ihr auch, vollkommen lokal. Das ist nämlich ein landwirtschaftlicher Betrieb, also Bauern vom Bodensee, die Buchweizen, Hafer, die haben auch Soja. Haben wir nur gestern nicht bekommen. Im Anbau, alles wirklich hundertprozentig nur von dort unten, hier mit Bio und Bioland. Ihr seht alle Siegel, die da dran sind. Also Haferdrink finde ich Haferdrink ist eigentlich aufgrund der kleinen Herausforderung vom Mandel für mich so die Top-Auswahl. Das wäre, glaube ich, immer das Erste, wenn ich ein einziges hätte. Ich glaube, ich würde die Hafermilch euch vorschlagen. Auch mild, fein, hat eine leichte Süße, hat einen Anteil Kohlenhydrate von 7,6% hier, davon 2/3 tatsächlich Zucker aus den Kohlenhydraten, was einfach ein natürlicher Zuckerbaustein im Getreide ist. Und das macht es eben auch so mild, so leicht süßlich in den Kaffeegetränken. Also ich verwende das für wenn ich einen Cappuccino mag, alle Milch-Kaffeegetränke, heißt immer Kaffeegetränke, denen in einer Form wie auch immer Milch dazugefügt wird. Ich glaube, das wäre tatsächlich, jetzt mache ich zwar schon die Zusammenfassung, aber das ist auch nicht so schlimm. Ich glaube, das wäre Haferdrink wäre immer eine meiner Alternativen. Und jetzt haben wir noch, Achtung, jetzt haben wir nämlich noch was Besonderes. Wenn ihr auch noch bewusst mal das Thema Nachhaltigkeit, Ökologie, unsere Umwelt anschauen wollt, ist das hier, der Haferdrink zum Selbermachen, eine Top-Möglichkeit. Ihr habt nämlich jetzt angefangen damit, einfach wenn ihr einen Haferdrink machen wollt, entweder so oder so, hier macht ihr ihn selber, ihr spart zwischen 70 und 80% Verpackung und Logistik, Transport. Ihr holt hier, ihr seht es hier unten, 4 Liter holt ihr hier raus. Das ist 1 Liter. So kann man das schon mal ganz gut vergleichen. Also das sind dann vielleicht, sagen wir mal, es sind 75 zu 25. Und damit habt ihr einfach eine gute Alternative. Bei uns in der Familie, ich wollte gerade Familie Wunderbar sagen, weil wir so oft wunderbar sagen, also in der Familie Gliss, machen wir das seit einer ganzen Zeit, eigentlich seitdem das auf dem Markt ist, ich weiß gar nicht, 2 Jahre oder sowas. Das ist so easy einfach zu machen. Ihr habt 4 bis 5 Löffel, es sind 5 gehäufte Löffel, kaltes oder heißes Wasser dazu, das Ganze in einen Shaker am besten, dann macht ihr so Chaka Chaka, so wie Tom Cruise bei Cocktail. Für diejenigen von euch, die den Film überhaupt noch kennen. Ihr müsst es einfach gut schütteln. Und dann könnt ihr das 3, 4 Tage gut im Kühlschrank aufbewahren. Immer wieder, bevor ihr es benutzt, wieder mal kurz shaken. Dann vermischt sich das gut. Aber eine tolle Alternative einfach zum, auch wenn das schon sehr nachhaltig ist, das Tetra Pak, zum klassischen Tetra Pak. So, kurze Zusammenfassung von mir nochmal. Wir haben mittlerweile ja auf dem Markt ein riesengroßes, wirklich ein mega großes Angebot, was ihr an Milch und Alternativen zur Milch für eure Kaffeegetränke benutzen könnt.
meine kleine Auswahl heute hier soll euch Inspiration sein, Idee geben. Vielleicht Sachen, wo ihr vorher gesagt habt, Buchweizen, ausprobieren. Soja war nie mein Ding. Versucht es nochmal. Und vor allen Dingen lege ich euch eben die beiden Themen hier ans Herz, eben Haferdrink, Hafermilch. Ihr seht bei allen Sachen, das hatte ich vorhin schon gesagt, wir achten wirklich auf das Lokale, auf das Regionale, eben Hafer, Mandel, Soja. Auch Soja gibt es aus deutschem Anbau. Wer keinen deutschen Anbau entdeckt, zumindest europäischen Anbau. Wir müssen dafür nicht in die anderen Kontinente gehen. Also das ist mir ein ganz wichtiges Anliegen. Ansonsten sind das alle 5/6 Varianten mit unterschiedlichen Aspekten vom Geschmack, vom Aroma, von der Sensorik. Tolle Möglichkeiten, um eben Cappuccino, Milchkaffee, Latte Macchiato mit dem Espresso. Super, könnt ihr mit allen gut machen. Und ich zeige euch jetzt gleich mal mein Lieblings-Kaffeegetränk. Lieblingstasse, aus Paris übrigens. Bevorzugte Kuhmilch-Alternative. Und in der Tasse mein absoluter, zumindest im Moment, absoluter Lieblingskaffee Santos Brasil, so heißt er bei uns, unsere Nummer 12. Das ist Brasilien mit einem deutlichen Anteil aus Indien. Wunderbar samtiger, schöner und richtig kaffeearomatischer Kaffee. So, und jetzt zeige ich euch, natürlich habe ich, wie ihr euch denken könnt, ich habe es ja vorhin schon gesagt, ich habe mir die Hafermilch mit dazu genommen. Ist wirklich, ihr seht es auch hier, wunderbar aufgeschäumt. Ja, so, ich rühre die noch mal durch. Ihr seht hier wirklich den schönen Schaum. Das ist jetzt nicht Barista Top Wettbewerbsschaum, aber ihr seht, die verbindet sich wirklich sehr gut. Das wird cool. Jetzt mache ich das immer so, erstmal einen Schluck von der Milch rein und dann kommt so der Schaum drüber. Das finde ich einfach optisch, gefällt mir das schon ganz gut. Da freue ich mich jetzt richtig drauf. Und jetzt probiere ich hier meinen. Für mich ist das eigentlich übrigens, falls ihr euch wundert, was ist das jetzt, Cappuccino, Milchkaffee, das ist für mich einfach mein Kaffee-Creme, den ich gerne mit so ein bisschen Milchschaum einfach trinke und hier eben dann mit dem Haferdrink. Also, ich lasse es mir schmecken und das ist heute mein Abschluss. Probiert es zu Hause aus und das Wichtigste ist einfach, bleibt neugierig. Viel Spaß dabei und bis zum nächsten Mal.